useless. Moin Moin und herzlich willkommen bei Frisbee Gaming mit einer neuen Folge, mal wieder über das Equipment. Heute werden wir uns explizit mit den Cuffs auseinandersetzen. Wir wollen uns anschauen, welche verschiedenen Equipment-Sets würde ich bauen und warum haben manche Vorzüge im Vergleich zu anderen. Was wird in diesem Video etwas anders? Also, ich werde definitiv wieder am Anfang auf die Mitte, auf diese guten Preis-Leistungs-Gears eingehen, aber gerade gegen Ende des Videos möchte ich euch zeigen, wie gut das beste Gear im Spiel ist und wie es sich unterscheidet. Das heißt, wo setzt man es eigentlich ein? Und das ist heute der Fahrplan. Zu Beginn wollen wir uns mal wieder in die Schmiede navigieren und dann natürlich auch schon mit dem ersten Schaubild beginnen, das wir uns anschauen möchten. Also hier haben wir das erste Set, das mir persönlich einfallen würde, wenn ich das Spiel beginne. Das linke Set könnt ihr sehen, das ist alles nur grünes Equipment. Was ist an diesem Equipment schon langfristig interessant? Langfristig interessant ist die Hellebarde, die mega günstig ist, aber einen Hammer Amount of Stats gibt. Das heißt, ihr bekommt mega viel für sehr, sehr wenig Investitionen. Selbst im Late Game muss man sich noch fragen, ist es wirklich wert, diese Waffe abzulegen? Andere Waffen geben euch mehr Stats, aber ihr habt die Verteidigung und Leben. Und das für so eine geringe Investition. Des Weiteren, zukunftsweisend in diesem Set ist bereits die Hose, die den Set-Gegenstand zusammen mit der Waffe bildet und euch dann nochmal etwas mehr Attack gibt als Set-Boni. Auch hier die Werte wirklich interessant für einen grünen Gegenstand. Weiter wollen wir auf das grüne Set auch gar nicht eingehen und schon zu dem blauen Set springen. Wie wir sehen, haben wir auch einen gewissen Unterschied in Bezug auf die Bauzeit. Wie wir unten rechts in unserer Grafik sehen, brauchen wir für das komplett grüne Set ca. 17 Tage und für das andere Set rund 50 Tage. Aber wo liegt der große Unterschied? Also das linke Set ist wirklich, ihr fängt das Spiel an und sagt, okay, ich baue erstmal Equipment auf meinen Kampfmarsch, damit ich was habe. Aber sobald ihr sagt, ey, ich möchte auch mal richtig fighten und so weiter und so fort, wie ihr seht, die Skillwerte sind nicht so unterschiedlich. Ihr habt ein bisschen mehr Leben, was generell für euch interessant ist. Aber was den großen Unterschied hierbei macht, ist einfach das Marschtempo. Gerade als kleiner Spieler wollt ihr sehr, sehr wendig sein. Denn wenn mal so ein T5-Heini auf euch zuläuft, dann wollt ihr einfach schneller weg sein als er. Ihr wollt euch nicht hitten lassen. Euer Ziel sollte sein, in diesem Spielstadium zu versuchen, Targets anzugreifen, gegen die ihr Vorteile habt. Beispielsweise mit euren Cavalry, Archer-Einheiten, bei Spielern, die nicht so groß sind. Und sobald dann Spieler kommen, die euch weghauen würden, nutzt ihr den March Speed auf diesem Set, um einfach abzuhauen. Das ist eine sehr, sehr gute Alternative. Nun schauen wir uns die Equipment-Teile etwas genauer. Wir haben insgesamt 4 Teile aus dem windgepeitschten Set. Hier bekommen wir auch unseren March Speed her. Ich werde euch noch kurz einmal zeigen, was wir hier haben. Also, auf dem Helm haben wir ganz normal 4,5% Attack plus 3% March Speed. Die Brust hingegen bringt uns die gleichen Amount of Verteidigung. Zudem auch wieder das Marschtempo. Die Handschuhe haben einen coolen Stat, die bringen uns Leben. 2,5% Leben und 3% March Speed. Nun die Schuhe. Hier haben wir wieder Leben drauf und noch etwas Marschtempo für uns, dass wir noch schneller werden. Aber was auch interessant ist, sind einfach die Set-Boni. Wir bekommen 2% extra Attack und nochmal 4% March Speed. Das sollte nicht vernachlässigt werden, weil es euch sehr, sehr viel bringt. Die anderen beiden Sachen haben wir uns schon angeschaut. Wir haben wieder die grünen Set-Gegenstände, die uns eine Menge Stats geben. Nun wollen wir von den ersten Sets weg hin zu Vergleich 2 und 3. Jetzt kommen wir zu den soliden Sets im Mittelfeld. Wie wir bereits sehen, haben wir ganz rechts das Set B. Das, was wir uns gerade angeschaut haben, bloß komplett auf Special Talent. Wie wir wissen, grüne und blaues Equipment bekommt ihr leicht im Canyon oder auch in anderen Events. Das heißt, es sollte kein Problem sein, im Long Run für euch, das komplett auf Special Talent zu bringen. Insgesamt haben wir 20% Marschtempo, was für den Baupreis von 50 Tagen roundabout richtig, richtig gut ist. Die Stats sind auch nicht verkehrt. Wenn wir diese einfach jetzt mal vergleichen mit den von den lila Sets daneben, dann sehen wir schon, okay, das kann sich echt lohnen. Klar, wir haben etwas mehr Leben bei dem Set A, bei dem rechten Set A, etwas mehr Verteidigung, etwas mehr Attack. Das haben wir alles, ja, aber wir brauchen die 4-fache Bauzeit, um fast den gleichen Effekt zu haben. Der Vorteil an dem Set B ist einfach, ihr seid deutlich schneller. Das heißt, wenn ihr euch im mittleren Feld des Spiels befindet und sagt, ich möchte einfach nur das Beste aus meinem Marsch rausholen, gerade wenn ihr sagt, ey, ich kann doch nicht mit jedem Marsch competen, ich kann doch nicht mit jedem mithalten, dann macht hier Set B und denkt da nicht weiter drüber nach. Beschäftigt euch nicht mit, Set B ist da für euch der Hammer, 20% Marschtempo, vernünftige Stats. Das ist eure Voraussetzung, um erstmal vernünftig an Kämpfen teilzunehmen. Wenn ihr dann den Schritt weitergeht und sagt, meine Märsche können mithalten,
Dann kann man sich überlegen, okay, wo gehe ich hin? Gehe ich langsam Richtung lila Equipment? Hier, das Equipment, was wir hier aufgewiesen haben, muss man auch sagen, bei dem lila bin ich hier von keinem Special Talent ausgegangen. Deswegen, die Sets sind schon etwas besser, gerade wenn ihr Special Talents bekommt. Ich möchte die bloß einmal vergleichen ohne Special Talent. Wie wir sehen bei den beiden Set A's, das linke Set A ist mit der lila Waffe, Herz des Heiligen, das rechte ist mit der grünen Waffe, Hellebarde auf Special Talent. Der größte Unterschied hier ist wirklich, dass wir 6,5% Defense auf dem linken Set mehr haben, dafür auf dem rechten Set 5,5% mehr Leben. Das heißt, wenn eure Waffe kein Special Talent hat, entscheidet euch für die grüne. Punkt 1, deutlich günstiger für euch. Punkt 2, mehr Leben. Wie wir bekanntlich schon wissen, ist Leben für uns ein sehr, sehr interessanter Stat, der die Trades deutlich besser gestaltet. So, werte Freunde, abschließend hier zu dem Major-Teil, also zu dem rundumfassenden Teil. Schaut euch Set B nochmal genauer an, überlegt, wo steht ihr als Spieler. Das ist mega interessant, gerade im Zuge Preis-Leistungs-Verhältnis. Nun kommen wir zum High-End-Content. Selbst wenn er für euch nicht zu erreichen ist, könnt ihr vielleicht sagen, okay, ich weiß zumindest, was auf mich zukommen kann. Und warum sind die Stats für verschiedene Modi so gut? Hier haben wir im Grunde genommen das Set, wo ich sagen würde, okay, wenn ich das bauen könnte, das wäre schon was. Da würde ich viel für einsetzen. Ich mache das für euch noch einmal groß in diesem Fall, dass wir uns das genauer anschauen können. So, diese zwei Sets ergeben sich meiner Meinung nach für verschiedene Tätigkeiten. Wir fangen mit Set B an. Wir gehen auch hier wieder nicht davon aus, dass wir das Glück haben, Special Talent zu erhalten. Wir sehen, wir haben 61,5% Attack und 11% Leben. Bei einem komplett Gold-Set, was fast 1000 Tage braucht zum Bauen. Relativ unrealistisch für die meisten von uns, aber wofür kann man ein Set benutzen, was so viel Attack hat? Gerade Attack ist interessant, wenn ihr schnell einen Kampf entscheiden wollt. Das bedeutet nicht, dass ihr ihn gut entscheidet, in Bezug auf den Trade. Hauptsache schnell. Dies kann gerade für euch wichtig sein, wenn ihr im KVK kämpft, wenn ihr im Arc of Osiris seid und sagt, ich möchte meinem Gegner nicht die Zeit geben, immer wieder zu refreshen oder die Zeit zu haben, mit den Märschen zu marschieren. Gerade im Arc of Osiris sehr, sehr wichtig. Dies kann der Gamechanger für euch sein. Jetzt kommen wir zum linken Set, Set A. Set A bietet deutlich weniger Attack, hat etwas mehr Verteidigung, aber massiv viel Leben. Wenn ihr mit diesem Set im Open Field fighten solltet, habt ihr einen großen Vorteil gegen jeden Marsch, der gegen euch antritt, alleine durch diesen riesigen Boost von Leben. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Das heißt, wenn ihr sagt, ey, ich bin Highspender, ihr sucht ein Open Field Set, schaut euch Set A an. Wenn ihr sagt, ey, ich möchte Rallyes machen, gerade im Arc of Osiris, die Dinger schneller voranbringen, schaut euch Full Attack Sets an. Auch wenn es vielleicht nicht das legendäre Set sein kann, die blaue Axt bringt euch mega viel Attack und auch andere Alternativen können euch in diesen Sets bei Attack boosten, um Rally schnell zu entscheiden. So, werte Freunde, das soll es auch hier zu meiner Equipment-Analyse gewesen sein. Ich habe heute auch noch ein anderes Video rausgebracht. Das ist für Crossplay für Infinity Kingdom. Es geht hierbei auch um die App Gallery. Wenn ihr meinen Rise of Kingdoms Content mögt, tut mir den Gefallen und supportet mich auch dort. Und lasst mir gerne ein View da oder einen Like, wenn ihr sagt, jo, anderer Content würde mir auch ganz gut gefallen, vielleicht sogar zum Spiel Infinity Kingdom. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dem heutigen Thema haben, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.